Hallo und herzlich willkommen bei Umarex TV. Die IWA-Vorbereitungen laufen natürlich nach wie vor auf Hochtouren. Die ersten LKWs sind beladen und abfahrbereit. Und wir wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, euch im Vorfeld nochmal 2 weitere Neuheiten zu präsentieren. Ich kann euch schon mal so viel sagen, es sind Glocks. Viel Spaß! Da hätten wir zuallererst einmal die Glock 19X in der CO2-Variante, wie man am Magazin unschwer erkennen kann. Mit eingesetztem Magazin kommen wir auf ein Gewicht von 654 Gramm. Die Gesamtlänge der Waffe sind 185 mm und die Magazinkapazität ist mit 14 Schuss angegeben. Mit einer CO2-Kapsel können wir hier ungefähr 4 komplette Magazine verschießen. Die Energie liegt bei 1,8 Joule. Wir haben an der Unterseite eine separat angebrachte Sicherung. Die können wir hier einmal vorschieben, dann ist die Waffe entsichert und wir können feuern. Es ist eine Double-Action-Only-Waffe und was ich sehr interessant finde, ist, wir haben hier an der Unterseite vom Magazin, sitzt hier eine Feder drin, also ein Mag Assist, der uns quasi das Entnehmen des Magazins erleichtert. Sprich, wenn wir hier drauf drücken, dann wirft es das Magazin an sich schon von vornherein einfach sauberer aus. Und was an der 19X natürlich nicht fehlen darf, ist die Halterung fürs Lanyard. Wer darauf keine Lust hat, kann das abnehmen und kann im Prinzip die Originalhalterung verwenden. Dann haben wir noch die Glock 19 in der Gas-Blowback-Variante von VFC. Und das Teil ist mein persönlicher Favorit dieses Jahr für die IWA, weil hier im Gegensatz zu den Vorgängermodellen von VFC sehr viel geändert und umgesetzt wurde, was man bis dato so nicht gesehen hat. Was das genau ist, gehen wir jetzt im Detail drauf ein. Fangen wir erstmal mit den technischen Details an. Das Gewicht der Waffe liegt bei 604 Gramm. Die Länge ist wie beim Original natürlich auch 174 mm. Die Magazinkapazität liegt bei 19 Schuss. Mit einer Gasfüllung kommt er ungefähr auf 3 Magazine, die ihr verschießen könnt. Und für eine Backup haben wir eine sehr moderate Energie von 0,8 Joule. Hier können wir dann zusätzlich gleich noch mit erwähnen, im Vorfeld hat bei unseren anderen Glock-Modellen von VFC das Thema des Patronenlagers immer wieder für Diskussionen gesorgt, weil sich hier die Beschichtung sehr schnell gelöst hat. Dementsprechend haben wir da natürlich reagiert und VFC angewiesen, hier eine andere Beschichtung zu verwenden. Mit der Waffe haben wir jetzt 2.500 Schuss durch und wie ihr seht ihr, dass da so gut wie kein Verschleiß vorhanden ist. Was ich allerdings sehr schön finde, sind die Visierungen. Die sind nämlich jetzt 1:1 dem Original von Glock nachempfunden. Da sieht man hier auch überall die diversen Glock-Markings und die Typenbezeichnung. Dann sind mir aber noch 2 weitere technische Änderungen aufgefallen, die den einen oder anderen Spieler unter uns definitiv freuen dürften. Zum einen sei erstmal gesagt, wir haben hier einen 603er Aluminium-Präzisionslauf verbaut. Zum anderen ist es so, wer die Vorgängermodelle kennt auch die Thematik mit der Shoot-Up-Unit. Hier hat sich im Nachgang der ein oder andere Spieler beschwert, dass das Stellrad sich, nachdem man die Waffe eingeschossen hat und 1-2 Magazine damit durch hat, quasi das Stellrad wieder verstellt und die Shoot-Up-Unit nachjustiert werden muss. Hier hat VFC sich nochmal was einfallen lassen. Wer unsere MP7 Gas-Blowback kennt auch die damit verbundene Shoot-Up-Unit. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, über einen Imbusschlüssel hier vorne einmal reinzugehen und die Shoot-Up-Unit zu justieren, gegebenenfalls nachzujustieren. Wie das im Detail aussieht, zeige ich euch jetzt. Nachdem wir den Schlitten runtergenommen haben, sehen wir, dass wir hier erstmal eine doppelt geführte Rückholfeder haben. Wenn wir genauer hingucken, stellen wir fest, dass wir hier einen Zahnkranz haben mit einer Aussparung. Diese Aussparung bedient quasi den Arm von der Shoot-Up-Unit. Und wenn wir jetzt den Inbusschlüssel ansetzen und hier vorne reinstecken und dann beginnen zu drehen, sehen wir, wie die Shoot-Up-Unit sich verstellt. Jetzt haben wir, denke ich, aber auch genug erzählt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf dem Schießstand wieder.
So, jetzt habt ihr die zwei Babys im Einsatz gesehen. Ich für meinen Teil finde sie beide grandios. Jeder hat so ihre Vorteile. CO2 gegenüber Gas Blowback, beide miteinander direkt zu vergleichen, macht wenig Sinn. An dieser Stelle würde ich sagen, bin ich da mal raus. Ich muss meine Koffer packen für die IWA. Wir sehen uns in Nürnberg. Bis dann. Ciao.